der Burg Kastell liegen auf einem Hügel des Seerückens oberhalb von Tägerwilen im Kanton Thurgau. Mit einer Länge von stattlichen 120 Metern und einer Breite von 50 Metern gehörte die Burg zu den größten Wehranlagen im Bodenseeraum. Von der einstigen Anlage sind noch weite Teile der Umfassungsmauer, ein Turm, auf welchem sich heute eine Aussichtsplattform befindet, Reste eines Bergfrieds und eines weiteren Turms sowie die Südmauer des Palas vorhanden. Erbaut wurde die Burg im Jahr 1120 im Auftrag vom Konstanzer Bischof Ulrich I. von Kiburg-Dillingen. Er wollte für sich und seine Nachfolger einen gut gesicherten Rückzugsort in möglichen Krisenzeiten schaffen. Nur 8 Jahre später fand eine völlige Abkehr von dieser Idee statt. Als Konstanz 1128 im Streit mit Graf Rudolf von Bregenz lag, ließ sein Nachfolger Ulrich II. Die Anlage wieder abreißen. Er befürchtete, Rudolf oder andere Gegner könnten sich der Burg bemächtigen und sie bei einer Belagerung von Konstanz als Basis nützen. (1175) wurde sie jedoch wieder aufgebaut und diente vor allem bischöflichen Verwaltungsangestellten als Residenz. Die Bischöfe selbst hielten sich hier nur sporadisch auf. Beispielsweise während der Zeit, in welcher die Pest in Konstanz grassierte. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts musste Bischof Heinrich III. Von Brandis die Burg und die umliegenden Güter an den Konstanzer Bürger Stephan von Roggwil verpfänden. Das Pfand konnte erst im Jahr 1453 durch Bischof Heinrich IV. Von Heven wieder eingelöst werden. Der Schwabenkrieg besiegelte 1495 das Ende der Burg Kastell. Truppen der Schweizer Eidgenossenschaft eroberten die Anlage und brannten sie nieder. Seither ist sie eine Ruine. 2007 und 2008 wurde sie gründlich saniert und archäologisch untersucht. Gefunden wurden unter anderem Ofenkacheln aus dem 14. Jahrhundert. Im Zuge der Restaurierung erstellte man auch eine Feuerstelle, welche den Ort zu einem noch interessanteren Ausflugsziel für Familien und Wanderer macht. Eine weitere Sanierung fand im Jahr 2012 statt.